Und hier ist es natürlich dann total spirituell, weil wir uns auf die Suche machen nach Antworten, die so viel größer sind als das, was wir uns denken können. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Damit nicht nur du selbst keine Folge mehr verpasst von Loslassen und gemeinsam wachsen, sondern auch die vielen, vielen kostenfreien, hilfreichen Impulse mehr Mamas erhalten können, die sie vielleicht heute ganz dringend brauchen, bitte ich dich, dass du jetzt direkt auf Folgen drückst. Ich danke dir so sehr dafür. Und jetzt, lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute so ein bisschen eine Folge, wo ich dich ganz stark in meine Gedankenwelt lassen möchte und in mein Herz lassen möchte. Denn ich saß neulich in der Küche und habe so ein bisschen nachgedacht und dann kamen mir tatsächlich die Tränen bei all den Gedanken, die ich da hatte. Mir ist nämlich eine Sache ganz bewusst geworden in diesem Moment, nämlich, dass ich in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und in Verbundensein in dem Ort, wo sich die Frauen gerade verbinden mit sich und mit der Community und Klarheit erlangen zu ihren Zielen im Leben, wo sie hinwollen, zu ihren Bedürfnissen, den Stress minimieren und natürlich auch vor allem in gemeinsam wachsen. Damit hat alles angefangen in meinem Mentoring-Programm, wo der Fokus die Eltern-Kind-Beziehung ist und eben so der Kern der bewussten Elternschaft, nämlich wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander, was machen die Worte mit mir, wenn ich die höre, wenn ich die spreche. Also bei all dieser Arbeit, die ich da so mache, habe ich so ein bisschen nachgedacht, als ich in der Küche saß und habe gemerkt, ich habe mich total verändert. Ich bin gewachsen. Mit den vielen Jahren, in denen ich so viele Frauen begleiten darf, durfte ich auch so viel lernen. Von den Frauen natürlich, aber vor allem natürlich auch, weil ich gewachsen bin, weil ich mir mehr Wissen angeeignet habe, weil ich einfach viel tiefer in die Materie reingegangen bin, mich weitergebildet habe in IFS und im Bereich Trauma. Es gab so viele Wachstumsmöglichkeiten in den letzten Jahren, die ich auch wahrgenommen habe. Und mir ist da bewusst geworden, dass ein Aspekt, jetzt habe ich lang rumgeredet, dass ein Aspekt in meiner Arbeit im Außen überhaupt nicht sichtbar ist. Meine Klientinnen kennen den, meine Klientinnen wissen, dass ich so denke und so arbeite, dass ganz viel natürlich mit Haltung zu tun hat. Aber der Aspekt, den ich bislang in meiner Kommunikation und im Außen vorgelassen habe, ist der Bereich Spiritualität. Ja, bewusste Elternschaft. Die Haltung zum Leben, die Haltung zum Kind und allein das Wort Bewusstsein geht ganz tief einher mit dem Thema Spiritualität, also auch mit dem Wissen, dass es Dinge gibt, die größer sind als wir selbst. Mit diesen Gedanken in der Küche saß ich also da so und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe mich so verändert habe in meiner Außenkommunikation, auf meiner Webseite und in all dem, was du vielleicht von mir sehen kannst in meinem Newsletter, da kommt es gar nicht so in der Tiefe raus, wie ich eigentlich arbeite, wie sich mein Manuela-Coaching-Konzept gewandelt hat und wie tief spirituell ich eigentlich bin und philosophisch. Und durfte mich dann auch ein bisschen wieder zurückerinnern, dass ich das schon immer war. Also in mir war dieser Teil schon immer ganz arg lebendig, auch schon zu Schulzeiten habe ich mich ganz viel mit Philosophie beschäftigt.
Long story short, ich möchte dich heute möchte ich einfach mal mitnehmen in mein Werden und dir vielleicht meine 3 Grundhaltungen mitgeben heute und dich da mal auch ein bisschen mitführen, die bewusste Elternschaft so bedeutsam machen für mich und dir da vielleicht auch darlegen, wie sehr verankert Elternschaft mit Spiritualität auch ist. Ich habe natürlich in den letzten Wochen, das kommt ja nicht von irgendwoher, einige spannende Coaching-Sessions gehabt, Einzelklientinnen gehabt, die Themen mitgebracht haben, wo eben genau der Bereich, nämlich den Ansatz, noch mehr mitzudenken als nur Techniken und als nur Wissen und Epigenetik und Neurowissenschaften und achtsame Kommunikation und was ich da alles auftischen kann letztendlich, sondern auch zuzulassen eben, dass es da noch mehr gibt, dass es da noch mehr ist, dass es da Themen gibt, die wir nicht direkt sehen, aber die wir fühlen und von denen wir wissen, dass da mehr sein muss. Da waren zum Beispiel Konflikte mit Kindern, die Schwierigkeiten in der Schule haben, die Herausforderungen in der Schule haben mit anderen Kindern, wo Mobbing ein Thema ist. Da waren Konflikte zum Thema Hausaufgaben, also auch so ein Klassiker. Da waren Konflikte auch wieder mit Kindern und mit Behörden. Ich habe eine Mama, die ein autistisches Kind hat und es da einfach ganz schwierig ist, das Kind in den Unterricht zu integrieren und es eigentlich nicht möglich ist. Und also es gibt einfach so viele Schulthemen, Konflikte einerseits, also Systemschule. Dann hatte ich direkt auch Konflikte natürlich wieder unter Geschwistern in verschiedenen Altersstufen, wo Eltern dann oder Mamas zu mir kommen und sagen, sie können einfach das nicht verstehen. Also warum, die klassische Frage, ja, warum macht mein Kind das? Warum? Ich habe Paare momentan, die ich begleiten darf, die sich auf den Weg machen, einen Weg zu suchen oder sich zu finden in der Elternschaft. Auch ein Paar, das sich versucht, wieder als Paar zu finden, also wo es spezifisch wirklich um die Paarbeziehung geht. Ich habe eine Klientin gehabt, die eine ganz große Herausforderung hat mit dem Arbeitgeber momentan. Also wo sich so zuspitzt im Konflikt, dass auch sie dann in dem anderen System, also im Berufssystem, sozusagen am Scheidepunkt steht und die Frage ist, soll ich bleiben oder ist es die Message für mich, dass ich loslassen soll? Ich habe in meinem privaten Umfeld direkt eine Freundin, die einen Gehirntumor hat oder hatte. Und auch hier dieses Begleiten der Freundin zu überlegen, warum, ja, diese Frage, die wir so gerne beantwortet haben, warum ist das jetzt so? Und was bedeutet das für mich? All das sind so Momente, in denen wir auch immer mitdenken dürfen, und das ist eben die Art und Weise, wie ich auch arbeite, dass es eben mehr gibt als nur Himmel und Erde, dass es immer noch was dazwischen gibt, was unser Leben und unseren Alltag beeinflusst. Ich mag dich auch selbst mal mitnehmen, ich kann mich so gut zurückerinnern an meine eigenen Herausforderungen, die ich auch im Laufe der Episode immer wieder mal anbringen möchte, nämlich die eigenen Krisen, also das eigene Thema von Jobverlust, die Unsicherheit, die Existenzangst, die da ist. Ich erinnere mich sehr gut auch natürlich, wie du auch, an die Corona-Zeit, Pandemie-Zeit zurück. Die Diffamierung und Diskriminierung, die ich da auf beruflicher und privater Ebene erlebt habe, war wirklich heftig. Und allgemein so die Lebensherausforderungen, die da sind. Ich merke das sowohl bei mir, aber vor allem natürlich auch bei meinen Frauen, die ich begleiten darf. Es geht immer darum, dass wir es verstehen wollen. Und zwar ist das für mich so die eine Seite der bewussten Elternschaft, des Kinderbegleitens und in der Rolle als Mama und Papa sein. Die eine Seite ist eben der Verstand, dass wir sagen, okay, ich will das wissen, wenn ich verstehe, wie mein Kind reagiert, wenn ich verstehe, wie die kognitive Entwicklung ist, die Entwicklungspsychologie bei meinem Kind, wenn ich mich besser kennenlerne, das ist auch der Bereich meiner Community verbunden sein, wo es darum geht, dass sich die Frauen wieder mit sich verbinden und wieder den Bezug zu sich finden und zu ihren Wünschen, Bedürfnissen, Träumen. Wenn ich mich wieder besser kennenlerne und verstehe und meine Reaktionsweisen verstehe, dann, und das ist ganz wichtig, dann schaffen wir es, Mitgefühl zu entwickeln. Dann merken wir, okay, hey, ich sehe den anderen. Ich kann den anderen fühlen mit dem, was gerade ist. Die andere Seite ist die Spiritualität als
ja fast eigenständigen Block, die uns hilft, ins Vertrauen zu kommen und eine Haltung fürs Leben zu entwickeln. Und wenn ich sage Leben, dann meine ich einmal natürlich diesen linearen zeitlichen Ablauf, nämlich dass wir geboren werden und irgendwann die Erde wieder verlassen. Also diesen Zeitstrahl Leben, aber natürlich auch das Leben selbst, das Leben des Menschen, dein Leben und das Kind, das du begleitest, das Leben, das Lebendige. Und wenn wir da eben hinkommen, Dinge, die so unerklärlich sind, ob das Politik ist, ob das Systemherausforderungen sind, sprich Familiensystemkonflikte, Schulsystem, Berufssystemkonflikte, wir leben ja ständig in irgendwelchen Systemen, aber da hinzukommen und zu sagen, okay, ich nehme das, wie es ist und Frieden zu finden, das ist so ein ganz großer Prozess, der natürlich was mit Loslassen zu tun hat und mit Hingabe und Annahme und eben nicht mehr mit Kontrolle und Anhaften. Jetzt habe ich schon hier tatsächlich die ersten Wörter, die du jetzt gleich nochmal hörst, reingebracht, die letztendlich die Lebenseinstellung von mir sind, die mein Leben leiten und was mir so unglaublich wichtig ist in meinem Coaching, das auch dir mitzugeben. Als Konzept vielleicht oder als Idee oder als Philosophie, dich darauf einzulassen, um auch dein Bewusstsein dafür zu schaffen oder dein Bewusstsein zu vergrößern, was das mit Elternschaft zu tun hat. Denn alles ist ein Prozess. Elternschaft ist ein Prozess. Wir sind ein Prozess. Ich sehe mich selbst auch immer als ewig Lernende und als Werdende. Also es ist jeden Tag ein sich neu erleben und definieren und werden in diesem Leben. Und wenn wir den Bereich Spiritualität sehen oder philosophische Ansichten, dann gibt es einfach Lebenshaltungen, die mich da echt tragen. Und der eine hat was mit Vertrauen zu tun und das ist tatsächlich so dieser Leitgedanke, es kommt alles zu meinem Besten. Das Leben ist für mich. Alles ist im Fluss. Es ist immer zu meinem Besten. Der zweite ist, es ist, wie es ist. Also da geht es ganz stark um Akzeptanz. Es ist, wie es ist. Und der letzte Punkt ist einfach nur das Wort Surrender. Also absolute Hingabe. Was das jetzt im Einzelnen so auf sich hat, da möchte ich mit dir mal einsteigen und wir starten direkt mit dem Thema Vertrauen. Ich habe direkt in meiner Community in Verbundensein eine Mama gehabt, die gesagt hat, sie vertraut sich selbst nicht. Auch im Einzelcoaching erinnere ich mich dran, bei mehreren sogar direkt, wenn ich jetzt noch eine Sekunde länger dran habe, fallen mir wahrscheinlich noch mehrere ein, die das auch aussprechen, unbewusst aussprechen und sagen, naja, ich traue mich halt nicht. Also Selbstvertrauen, sich selbst vertrauen heißt es letztendlich, seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertrauen. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dem Leben zu vertrauen. Leben, auch wieder doppelt in der doppelten Wortsinn-Thematik, nämlich deinem Leben, also diesem linearen Zeitstrahl, das, was du quasi hier erlebst auf dieser Welt, dass du dem vertrauen darfst, dass es vielleicht auch eine Art von Vorbestimmung gibt und ja, Führung gibt natürlich und auch dem Leben, also deinem Kind vertrauen darfst, dem Lebendigen, das all die Weisheit und Größe und Kompetenz in sich hat. Das heißt, wir befinden uns direkt tatsächlich in dieser Haltung, alles ist für mich, alles kommt zu meinem Besten, ich vertraue dem Fluss des Lebens. Und genau das ist letztendlich ein Lebensgesetz, das Gesetz des Rhythmus. Nämlich alles ist in Bewegung, alles ist ein Kreislauf, alles ist zyklisch. Die Welt besteht aus Geburt, Tod, Wiedergeburt, aus den Gezeiten. Wir haben Ebbe und Flut, das ist mein Lieblingsbeispiel, sind die Jahreszeiten. Da komme ich gleich noch zu was ganz Schönem für dich dazu. Also die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es geht danach immer wieder los. Also wir bewegen uns in einem Kreislauf der Dinge. Und nichts ist linear und ständig bergauf. Das ist das, was unsere Gesellschaft uns ja weiß macht, dass wir
und das ist auch ein Bereich der Elternschaft, dass es quasi immer besser werden muss, dass wir uns immer verbessern müssen, dass es bergauf geht, dass man sich verbessert, sondern, und jetzt kommt es hier ja schon wirklich zu so einem ganz großen Persönlichkeitsentwicklungsthema, dass wir erlauben, uns diesen Zyklus des Lebens hinzugeben, dass wir verstehen, dass wir uns weiterentwickeln in einer Spirale nach oben, wie ich immer versuche, es bildlich darzustellen, und wir auf dieser Spirale aber natürlich auch Rückschritte machen, dass es in unserem Leben ganz dem Zyklus nach und dem Rhythmus nach Winter gibt, aber auch wieder Frühling gibt und wieder Sommer gibt. Dass wir uns sicher sein können, dass es auch bei den Gefühlen genauso ist, dass es Winter gibt und Sommer gibt, dass es Freude gibt und Trauer gibt, dass es wieder kommt und dass es wieder geht. Dieses Rhythmische, dieses Zyklische, das ist etwas, was es in so vielen traditionellen Lehren und auch Religionen der Welt gibt. Im Buddhismus, da ist es Samsara, also beständiges Wachstum, Karma und Wiedergeburt. Im Daoismus gibt es auch eben dieses Zyklische von Leben und Tod und Wiedergeburt. Also so wie letztendlich die Welt im Wandel ist und in diesen Zyklischen eingebunden ist, der Jahreszeiten, der Gezeiten, dass alles in Bewegung ist, alles im Fluss ist. Also auch das Element Wasser kommt hier vor. Es hat natürlich auch noch eine Bedeutung zur Weiblichkeit, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. So wie die Natur in der Veränderung ist, so sind auch wir natürlich beständig in der Veränderung. Und dieses Wissen mit sich zu tragen, innerlich für herausfordernde Zeiten, für Krisen, für Konflikte, die du hast in deinem Alltag, in den Systemen, in denen du eben bist oder auch mit dir, diese innere Verankerung zu wissen, okay, alles ist für mich, egal wie schwer es gerade ist, wie herausfordernd es ist. Wenn ich festhalte oder festhalten will, dann ist mein Leben nicht mehr im Fluss, also es fließt dann einfach nicht mehr. Ich möchte dir an dieser Stelle unbedingt mal den traditionellen japanischen Kalender vorstellen, der so wunderbar darstellt, wie jede kleinste Veränderung ein ganz kleiner Schritt ist und ein fließender Prozess. Also nichts, wo wir festhalten können und es bewahren, sondern ein beständiges von einem Schritt in den nächsten. In diesem japanischen Kalender gibt es sogenannte 24 Seki. Die Aussprache mache ich jetzt mal in Klammern. Ich bin mir sicher, ich spreche das Japanisch falsch aus. Ich möchte jedoch hier jetzt mal das Konzept vorstellen, nämlich 24 Seki, also Einteilungen des Jahres in 24 Einheiten. Und in jedem Seki gibt es 3 Ko. Ein Ko ist etwa 5 Tage lang. Das heißt, dieser ganze japanische Kalender besteht aus 72 Ko. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du hoffentlich diese Podcast-Episode hörst, im Februar, mag ich dir einmal sagen, wie da der Kalender eingeteilt ist. Und zwar fangen wir an, 19. bis 23. Februar, also 4 bis 5 Tage, das ist ein Ko. Das ist ein Zeitabschnitt der sogenannten Regenzeit und da heißt es, die Erde wird feucht. Vom 24. bis 28. Februar ist im Kalender der Titel sozusagen der Frühnebel erscheint. Vom 1. bis 5. März die Pflanzen beginnen zu sprießen. Dann beginnt das nächste Seki, nämlich das Frühlingserwachen. Vom 6. bis 10. März heißt der Ko, Insekten verlassen ihre Verstecke. Vom 11. bis 15. März die Pfirsichblüten beginnen zu blühen. Vom 16. bis 20. März die Raupen verwandeln sich in Schmetterlinge. Was hier in dem traditionellen japanischen Kalender unfassbar schön dargestellt wird, ist die Würdigung der Natur auf den kleinsten Schritt mit dem Hinweis, dass alles im Fluss ist, nämlich dass sich eins nach dem anderen verändert, so dem Fluss des Lebens eben nach, wie die Natur eben ist. Wenn wir das zurückführen, diese Denkweise, zu sagen, alles ist für mich, alles ist dem Leben nach korrekt für mich, es ist alles im Fluss für mich, dann würde das bedeuten für dich, für den Alltag und übertragen auf die Elternschaft, dass wir so viel mehr loslassen dürfen
von unserer Angst, etwas nicht zu schaffen oder nicht richtig zu machen und so viel mehr vertrauen dürfen, dass alles genau richtig für dich kommt, dass alles zum Besten ist und alles zu seiner Zeit für dich da ist. Dass eben das Leben nicht linear ist, sondern dass die Entwicklung, die du hast, in einem Zyklus sich befindet und eben spiralförmig nach oben geht. Wenn du halt so einen hektischen Morgen hast zum Beispiel und der Klassiker ja irgendwie wird Kaffee verschüttet, Milch verschüttet oder so und du bist schon angespannt, weil ihr vielleicht nicht pünktlich seid, da auch wieder zu sagen, hey, Moment, es gibt wie in der Natur eben stürmische Momente. Es gibt stürmische Tage, es gibt Tage, an denen die Dinge nicht gut laufen, aber es ist im Fluss und es vergeht. Es kommt auch wieder was Neues, es kommt auch wieder der Sonnenschein, es kommt wieder der Moment, wo ich im Reinen mit mir bin und in der Balance mit mir bin. Und darauf darf ich vertrauen. Und genau das ist etwas, was ich gerade mit meinen Klientinnen so ganz oft beobachten darf, dass gerade die Frauen, ich arbeite ja mit Frauen zusammen, sich so sehr verurteilen, weil wir die Idee haben, es müsste ja immer bergauf gehen und zwar linear bergauf. Wir denken, es müsste höher, schneller, weiter sein und dann kommt es, dass wir es uns nicht erlauben, diesen Zyklus auch an Gefühlen anzunehmen. Also, dass Frauen grundsätzlich und auch Männer natürlich, aber dass unsere Gesellschaft letztendlich hauptsächlich mit dem Gefühl von Schuld und Scham herumläuft, der Zeigefinger vielleicht auch immer gern auf den anderen ist, dass wir die Vorstellung haben, wir müssten immer stark sein und dürfen ja keine Schwäche zeigen oder haben und auch keine Ruhepausen uns erlauben, dass wir auf gar keinen Fall Trauer oder Wut empfinden dürfen, weil das ja irgendwie tabuisiert ist und darf nicht sein. Und relativ schnell dann hinkommen, dass wir uns abwerten für das Leben, abwerten für unser Sein, dass wir es eben nicht wahrhaben wollen, ein zyklisches Wesen zu sein, gerade als Frau, die ja dem weiblichen Zyklus, ja leben darf und das Geschenk dieses weiblichen Zyklus hat, sondern dass wir uns abwerten für die Tage, wo es nicht gut läuft, abwerten für die Gedanken, die wir haben, dass wir wahnsinnig selbstkritisch sind und eben nicht mitfühlend miteinander sind. Statt, und das ist eben der Bereich von alles kommt zu meinem Besten, das Leben ist im Fluss, ich erlaube mir, mich dem Fluss des Lebens letztendlich hinzugeben. Das Leben ist ja schließlich für mich, statt eben anzunehmen und zu sagen, wer werde ich denn auf diesem Weg? Wer werde ich denn mit dieser Erfahrung? Oder auch hinzugehen und zu fühlen, was macht es jetzt mit mir, wenn ich gerade den Eindruck habe, ich mache einen Rückschritt. Ich bin zwar schon 10 Schritte voraus, aber heute habe ich so einen, in Anführungszeichen, schlechten Tag, dass ich all das Wissen, das ich habe, all die Werkzeuge, die ich habe, nicht mehr anwenden kann. Was macht es mit mir? Und erlaube ich mir das dann auch einfach zu fühlen und auszuhalten und anzunehmen, dass ich ein zyklisches Wesen bin, dass das Wissen in sich tragen darf, dass alles zum Besten kommt. Und da komme ich jetzt direkt gleich zu der nächsten Haltung, die in mir drin ist und die mein Coaching beeinflusst und dass ich dir heute einfach so gern mitgeben möchte, um dir zu zeigen, dass es eben nicht nur in der bewussten Elternschaft um Werkzeuge geht und Techniken geht, sondern so viel mehr auf der Reise, sich zu entdecken, eben auch die Spiritualität einen ganz großen Anteil hat. Ja, der zweite Punkt ist momentan tatsächlich mein meistgesprochener Satz in meinem Leben. Es ist, wie es ist. Oh, die Kraft der Worte. Ich finde, hier wird es so unglaublich stark. Bei Surrender dann später auch, aber es ist, wie es ist momentan auch mein eigener Bildschirmhintergrund auf meinem Handy. Die Frauen, die bei mir in Verbundensein sind, die haben ganz viele Bildschirmhintergründe im Januar bekommen mit wichtigen Affirmationen für sie. Und da ist eben auch, es ist, wie es ist dabei. Den habe ich mir selber natürlich auch auf mein Handy gezogen. Ich fand ihn so schön und so wunderbar passend. Es ist, wie es ist. Da geht es um ein Konzept letztendlich auch aus dem Daoismus, das da heißt Wu Wei. Wu Wei ist Nicht-Handeln im Einklang mit dem Leben. Wu Wei bedeutet, dass wir nicht
anhaftend, kontrollierend, erzwingend etwas tun, sondern dass wir nichts tun. Und gleichzeitig bedeutet Wu Wei eben nicht nichts zu tun, sondern angelehnt an das Gesetz des Rhythmus, das Fließen zu erlauben. Dem natürlichen Fluss sich anzupassen, statt krampfhaft, und das ist das, was wir so gern machen, krampfhaft gegen etwas anzukämpfen. Krampfhaft zu versuchen, das Ruder rumzureißen, ja, versteift letztendlich sind auf irgendeine Idee, auf einen Gedanken, auf eine Ideologie, auf ein so muss es sein, das haben wir früher auch schon so gemacht, sondern eben die Kontrolle, gerade in der Elternschaft, mehr loslassen, versuchen zumindest es loszulassen, den Widerstand, der in uns drin ist, bei so vielen Themen mehr und mehr loszulassen und sich dem Fluss wieder hinzugeben. Ich finde den Fluss oder der Fluss grundsätzlich ist so ein schönes Bild, weil es bei Wu Wei, beziehungsweise es ist, wie es ist, eben auch so darum geht, zu verstehen, dass ein Fluss, wenn er fließt, sich immer seinen Weg sucht. Ein Fluss, und das Wasser vor allem, also das Wasser grundsätzlich, wenn ich denke gerade so an den Hausschaden, den man so hat, wenn das Wasser eben so seinen Weg an der Hauswand entlang sucht und dann gefriert und so. Das Wasser findet immer seinen Weg. Es fließt um Hindernisse herum und es kämpft nicht. Es kämpft sich nicht durch, sondern es fließt einfach um etwas herum und findet seinen Weg. Das ist eben nicht, dass es nichts tut, sondern dass es im Einklang mit dem Leben und mit Gelassenheit, das steckt natürlich da drinnen, sich führen lässt auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, es ist, wie es ist, führt zu unfassbarer Gelassenheit oder kann zu unfassbarer Gelassenheit führen und zu inneren Frieden führen. Das betrifft so viele Konflikte, die ich begleiten darf als Mentorin und als Coach und Prozessbegleiterin bei meinen Frauen, die immer wieder so anhaften an diesem, ich will das ändern, und auch der ganze Körper ist dann verspannt und die Wut ist da und die Unsicherheit ist da. Und mit diesem, was wäre, wenn ich es einfach annehmen kann. Es ist, wie es ist die pure Annahme von dem, was jetzt gerade ist. Geht da gar nicht um ein Verstehen wollen und krampfhaft ändern wollen, sondern einfach den Ist-Zustand, die absolute Präsenz zu haben, den Ist-Zustand zu sehen und zu sagen, so ist es. Ich nehme das jetzt an, wie es ist. Weil ich kann mich entscheiden, wie Don Quixote gegen die Windmühlen anzukämpfen und meine ganze Energie in etwas reinzubringen, was ich vielleicht am Ende gar nicht kontrollieren kann. Klammer auf, Weltgeschehen, Klammer zu. Sondern zu sagen, okay, es ist, wie es ist und ich gebe mich dem hin im Fluss des Lebens. Und hier kommt tatsächlich gleich so die nächste Einstellung zum Leben, die ich in dem wunderschönen englischen Wort Surrender einfach mal für dich darstellen möchte. Surrender ist Hingabe. Was meine ich mit Surrender oder was ist meine Lebenserfahrung, wenn ich an Surrender denke? Wenn wir davon ausgehen, ich gehe davon aus und ich möchte diesen Samen in dein Herz pflanzen, auch davon auszugehen und diese Haltung in dir zu entwickeln, dass das Leben immer für dich ist. Dann kommen wir zwangsweise in Lebenssituationen rein, ganz gemäß dem Gesetz des Rhythmus, Gesetz des Lebens, dem hermetischen Gesetz, dass alles im Fluss ist, das heißt, sich alles irgendwie fügt. Dann kommen wir irgendwann dazu, dass wir sagen, okay, das Leben bringt mir da gerade aber echt eine krasse Sache. Also eine Krankheit, eine Krise, einen Jobverlust. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich hatte das selber oder wir hatten das selber als Familie 2021, 2022 hatten wir eine richtig krasse Krise. Rückblickend finde ich es noch viel krasser als in dem Moment, was wir da gemacht, geschafft und überstanden haben. Da war das Thema Jobverlust und es war Corona und oh Gott, ja, ich habe es vorhin eingangs schon ein bisschen erwähnt. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich da ganz viele Gespräche mit meinem Mann hatte und ich habe immer zu ihm gesagt, es kommt alles zu unserem Besten. Ich habe das mantramäßig am Tag irgendwie so 50 Mal gesagt.
Und es hat ihn auf die Palme gebracht. Ich weiß es noch ganz genau, er hat geflucht. Er hat geflucht. Du immer mit deinem. Und es hat jetzt unsere Beziehungskrise nicht besonders gut getan, natürlich. Rückblickend kann ich darüber lachen, Gott sei Dank. Es hat diese Weisheit, meine innere Weisheit, das Leben ist für mich und es kommt nur zu meinem Besten in diesem Moment, hat Surrender in mir überhaupt möglich gemacht. Surrender ist, dass diesen Moment der Gefühle, die sind, der Trauer, der Wut, der Verzweiflung, die vielleicht eben im Leben manchmal ist, in sich die Hoffnung erwecken lässt, zumindest war das bei mir der Fall, dass die Hoffnung kommt, dahingehend zu wissen, begleitet zu sein, zu wissen, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde, was mich führt und was zu meinem Besten letztendlich kommt. Es ist der Bereich, wo man sich eben mit all dem, was ist, total verletzlich zeigt. Also verletzlich im Sinne von, wow, so ist es jetzt, es ist, wie es ist, das ist der Status quo und ich kann jetzt dagegen ankämpfen und meine ganze Energie darauf aufnehmen oder ich kann mich hingeben, surrender. Hingeben, den Fluss des Lebens, zu wissen, dass wir am Ende nichts wissen, dass wir ewig Lernende sind, auch annehmen und anerkennen der eigenen Kraft in diesem Moment und sich zu öffnen, und das ist jetzt der große, wichtige Teil, sich zu öffnen für das, was dir das Leben bringen will. Also wirklich wieder statt krampfhaft zu kontrollieren, festzuhalten, anzuhaften, die beiden Hände loszulassen, letztendlich von dem, was man in der Hand hält, sich dem Fluss des Lebens, wohlwissend, dass alles zu deinem Besten kommt, zu öffnen und jetzt mit Hoffnung oder mit der in sich tragenden Hoffnung und mit der Neugier in sich zu schauen, was das Leben einem damit sagen möchte. Und hier ist es natürlich dann total spirituell, weil wir uns auf die Suche machen nach Antworten, die so viel größer sind als das, was wir uns denken können. Und weil du in diesem Moment natürlich an etwas glauben musst, darfst oder kannst, was dich stärkt. Und ob das Universum ist, ob das Gott ist, ob das eine Führung ist, ob das was auch immer für spirituelle Begleiter sind, doch dieses Vertrauen in dir drin. Und das ist etwas, was in dir ist. Der Surrender, dieses Vertrauen in dir zu haben, dass es gut kommt, dass es für dich kommt, dass du dich hingibst, dass du dem Leben dich anvertraust, auch wenn es nicht planbar ist, auch wenn es gerade chaotisch ist, wenn es gerade krisenmäßig krass ist, dass du innerlich loslässt und genau dann in diesen schwierigen Zeiten darauf vertraust, dass es wird. Ich finde, das ist ein sehr großer Prozess und nicht umsonst haben mein Mann und ich hier sehr viel gestritten. Ich war immer so, doch, es kommt alles zu unserem Besten. Und ich weiß auch noch, wie oft ich gesagt habe, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann sind wir hoffnungslos verloren. Hoffnung ist ein ganz großer Aspekt, den will ich jetzt gar nicht hier noch anbringen. Es geht mir so sehr darum, dass das so, diese Lebenshaltung eine ist, die du als Mama für dich entdecken darfst und die so heilsam ist, wenn wir sie unseren Kindern auch beibringen können. Die ist so heilsam, wenn du sie in deine Elternschaft mit einpflegen und einweben kannst, weil diese 3 Aspekte, nämlich Surrender im Sinne von darauf vertrauen in schwierigen Zeiten, Hoffnung habend, dann das Wu-Wei, nämlich es ist, wie es ist, also einfach zu sagen, okay, ich nehme es jetzt an, wie es ist, und ich vertraue darauf, dass es zu meinem Besten kommt, dem Fluss des Lebens zu vertrauen, das schafft so viel Gelassenheit. Es schafft Leichtigkeit, es schafft viel mehr Präsenz. Das ist ja das, was wir uns so sehr wünschen, dass wir viel mehr präsent sind, viel mehr da sind. Und am Ende schafft es einfach auch so viel mehr Glück, inneres Wachstum, innere Dankbarkeit für das, was du im Heute erlebst. Elternschaft und die bewusste Elternschaft ist ja so ein Abenteuer. Es ist wirklich ein Abenteuer, zu dir
zu deinen Beziehungen und zum Kind. Dieses sich entdecken, das Kind entdecken, die Beziehungen entdecken, auch selber wieder herausfinden, in welchen Systemen man steckt und welche Konditionierungen und Manipulationen man eigentlich so in sich drin hat. Das ist für mich ein großes Geschenk, ein absolut großes Geschenk, diese Entdeckungsreise zu gehen und dieses Abenteuer zu wagen und dieses Abenteuer zu machen auch. In meiner Arbeit und mein größtes Learning ist hier einfach, dass die bewusste Elternschaft, also dieses sich entdecken wollen, sich erkennen wollen, letztendlich dazu führt, dass wir unsere eigene Haltung, Spiritualität, unsere eigene Tiefe wieder entdecken können. Und wenn wir dem Fluss des Lebens vertrauen und loslassen, ich bin überzeugt davon, dann entstehen letztendlich die größten Wunder und die größten Geschenke und die wunderschönsten Momente des Glücks, die wir uns nur so vorstellen können. Ich hoffe, dir hat heute meine Manuela Solocast-Episode zur Spiritualität, zur bewussten Elternschaft und Spiritualität und wie sie mich beeinflusst und welche Lebenshaltung mich trägt und auch mein Coaching beeinflusst, inspiriert. Ich hoffe es sehr. Ich freue mich natürlich über dein Feedback, über deine Kommentare, über deine E-Mail, die du mir schreibst oder in Social Media deinen Kommentar dazu und freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Wenn du natürlich mit mir arbeiten magst, komm so gerne zu einem Kennenlerngespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann können wir mal zusammen herausfinden, wie ich dich auf deiner Reise in der bewussten Elternschaft begleiten kann und was gut für dich ist, was passt. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ganz liebe Grüße. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.